An einem gewöhnlichen Sommertag ging Amber Smalls nahe ihrer Heimatstadt im Wald spazieren. Plötzlich hörte sie ein lautes Heulen. Die Frau erstarrte. Das Heulen ertönte ganz in ihrer Nähe. Und sie befürchtete, dass das Tier jeden Moment aus dem Dickicht geschossen und auf sie zulaufen könnte. Nachdem sie einige Augenblicke stillgestanden hatte, hörte Amber das Heulen erneut. Mit dem einzigen Unterschied, dass es dieses Mal trauriger und kläglicher klang. Sie machte sich große Sorgen. Denn das Tier, das die Geräusche machte, hörte sich eindeutig nicht gesund an und schien Schmerzen zu haben. Die junge Frau wollte der Sache auf den Grund gehen. Vorsichtig begann sie in die Richtung zu gehen, aus der das Geräusch kam. Nach einigen Schritten bot sich Amber ein Anblick, der ihr das Herz brach. Inmitten einiger Bäume lag ein einsamer Wolf auf dem Boden und wimmerte vor Schmerzen. Zunächst blieb Amber, wo sie war. Denn sie wollte dem wilden Tier nicht zu nahe kommen. Schließlich wusste sie nicht, was mit ihm los war. Nachdem sie den Wolf jedoch einige Minuten lang beobachtet hatte, erkannte Amber, dass er irgendwie feststeckte. Die junge Frau ging näher heran, in der Hoffnung, dass sie sehen konnte, was den Wolf festhielt. Als er die Frau näher kommen hörte, hob der Wolf seinen Kopf und sah zu ihr hinüber. Das Tier fing an zu knurren, so dass Amber erstarrte. Doch nur Sekunden später begann der Wolf wieder zu wimmern. Jetzt konnte Amber sehen, was passiert war. Der Wolf hatte sich in einem alten Stacheldraht verheddert und konnte sich nicht mehr bewegen. Aus Mitleid mit dem Tier atmete die Frau tief durch und schlich sich wieder näher heran. Als sie nur noch wenige Meter von dem Tier entfernt war, ging sie in die Hocke. Sie holte ein kleines Taschenmesser heraus, das sie immer auf ihren Spaziergängen mit sich führte. Dann begann sie den Stacheldraht durchzuschneiden. Die ganze Zeit, in der Amber daran arbeitete, beobachtete der Wolf sie genau. Aber er machte weder einen Laut noch Anstalten, sie zu attackieren. Nach einigen angespannten Minuten schnitt Amber schließlich den letzten Draht durch, und der Wolf konnte sich befreien. Sofort ging die Frau einige Schritte zurück, um dem Tier etwas Raum zu geben. Amber beobachtete, wie sich der Wolf, den sie nun als Weibchen erkannte, ausstreckte. Doch je länger sie zusah, desto mehr wurde Amber klar, dass mit der Wölfin etwas nicht stimmte. Sie hinkte. Es schien, als hätte sich einer der Drähte tief in ein Bein gebohrt. Was Amber jedoch am meisten erstaunte, war die Tatsache, dass der Wolf, anstatt in den Wald zu rennen, sich umdrehte und die junge Frau ansah. Nachdem er sie scheinbar begutachtet hatte, humpelte der Wolf zu Amber hinüber und begann den Kopf an ihr zu reiben. Amber war erstaunt. Das wilde Tier bedankte sich offensichtlich für ihre Tat. Die Frau wusste jedoch, dass die Wölfin mit ihrem verletzten Bein in nächster Zeit nicht in der Lage sein würde, für sich selbst zu sorgen. Und dass sie ohne Hilfe Gefahr lief, zu verhungern. Deshalb beschloss Amber, dem Tier zu helfen. Im Laufe der nächsten Wochen ging Amber jeden Tag in den Wald, um der Wölfin etwas zu essen zu bringen. Sie traf die Wölfin immer auf der Lichtung, auf der sie sich zum ersten Mal getroffen hatten, und sorgte dafür, dass sie eine gute Portion Fleisch bekam. Schnell entwickelte sich eine starke Bindung zwischen den beiden, und schon bald freuten sie sich beide auf ihre täglichen Treffen. Eines Tages geschah jedoch etwas Seltsames. Amber tauchte nicht am Treffpunkt auf. Die Wölfin war verwirrt und ein wenig besorgt. Denn ihre Freundin hatte das Treffen noch nie versäumt. Aber da sie nicht wusste, was sie tun sollte, beschloss sie, am nächsten Tag erneut zu warten. Doch wieder erschien Amber nicht auf der Lichtung. Völlig beunruhigt beschloss die Wölfin, nach ihrer Freundin zu suchen. Sie wagte sich aus dem Wald und folgte Ambers Spur. Bald fand sie sich auf einem Friedhof wieder, wo eine Gruppe von Menschen um einen Sarg versammelt war. Die Wölfin näherte sich der Szene. Martin, Ambers Ehemann, stand mit Tränen in den Augen neben dem Sarg. Es schien, dass Amber gestorben war. Es war plötzlich passiert und niemand hatte damit gerechnet. Ihr Mann war am Boden zerstört. Er hatte sie über alles geliebt, und sie auf diese Weise zu verlieren, war ein unglaublicher Schock. Doch gerade als sie begraben wollten, kam der Wolf auf den Sarg zugelaufen und begann zu knurren. Erschrocken und verängstigt wich die Gruppe von Menschen zurück. Doch beim näheren Hinsehen erkannte Martin, dass es sich um genau die Wölfin handeln musste, von der seine Frau immer gesprochen hatte. Er war erstaunt, dass sie den weiten Weg auf sich genommen hatte, um Amber zu finden. Martin beobachtete, wie die Wölfin an dem Sarg schnupperte. Es schien, als wüsste sie, wer sich in der Holzkiste befand. Die Wölfin wurde immer ungeduldiger. Das Tier war so aufgeregt, dass sie sogar begann, den Sarg zu beißen und zu kratzen, um ihn zu öffnen. Zuerst versuchten einige der Trauergäste, sie aufzuhalten. Aber der Wolf knurrte bedrohlich und alle wichen zurück. Nach einem besonders kräftigen Pfotenhieb öffnete sich der Sargdeckel. Doch was dann geschah, schockierte alle. Aus der kleinen Öffnung kam eine Hand heraus und schob den Deckel weg. Sekunden später stürzte Amber aus dem Sarg und rang nach Luft. Die Menschen schrien schockiert auf.
Keiner konnte glauben, was sie sahen. Es musste ein Wunder sein. Martin eilte schnell zu Amber und half ihr aus dem Sarg, bevor er die Polizei und einen Arzt rief. Als die junge Frau auf dem Boden saß, trottete die Wölfin zu ihr herüber und begann sofort ihr Gesicht abzulecken. Amber erwiderte die Freude und streichelte das Tier, denn sie wusste, dass sie dem Tier ihr Leben verdankte. Doch damit war die Geschichte noch nicht am Ende. Als die Polizei und der Arzt eintrafen, wurde Amber schnell untersucht, um herauszufinden, was wirklich passiert war. Denn alle waren sicher, dass sie verstorben war. Der Arzt konnte feststellen, dass Amber an einer Krankheit namens Katalepsie gelitten hatte. Dabei fällt eine Person in eine Trance, einen Anfall mit Gefühls- und Bewusstseinsverlust, begleitet von einer Starre des Körpers. Oft sieht es dann so aus, als wäre die Person tot. Zum Glück von Amber konnte die Wölfin riechen, dass sie noch lebte und sie rechtzeitig aus dem Sarg befreien. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Gepard erkennt eine Frau wieder, die ihm vor Jahren das Leben gerettet hat. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.